Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie auf dem Kanal Video bei SIDA für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Ich bin Klaus von der älteren Generation der Babyboomer auf dem Weg ins Online und das ist auch das Programm dieses Kanals. Ich werde jetzt einen kleinen Rückblick geben auf gestern und was ich heute noch so vorhabe. Also gestern habe ich nur 3 Videos gemacht, sehr wenig für meine Verhältnisse. Ich bin jetzt bei 105 Videos im Februar und naja gut, mal sind es ein paar mehr, mal sind es ein paar weniger. Ich hau ja einfach alles raus und zensiert dann nicht, schneidet da großartig herum und es geht einfach nur darum, Routinen zu bilden, Erfahrungen zu sammeln, Perspektiven aufzunehmen und so weiter und auch zu reden, flüssig vor der Kamera und so einen spontanen, improvisativen Vortrag hier zu halten über das Geschehen. Also positiv ist, es scheint, sage ich vorsichtig, also dass die Beine besser werden, dass es besser wird. Jedenfalls hatte ich so heute und auch gestern schon den Eindruck und vielleicht könnte ich am Freitag, Samstag wieder im normalen Modus sein. Scheint also besser zu werden, das ist das Positive. Die zweite Sache ist, ich bin jetzt in der zweiten Experimentierwoche. Also erste Experimentierwoche begann am Freitag, den 8.2. und jetzt bin ich in der zweiten Woche. Und zwar geht es um die Diabetes-Experimentierwoche. Und zwar schlägt der Dr. Bernhard eine bestimmte Diätform vor, nämlich man soll vegan essen und fettfrei. Vegan habe ich bisher auch schon gegessen, ungefähr seit 2 Jahren, aber Fett war immer so ein Geschmacksträger und Fett waren zwar nicht viel drin, aber trotzdem, auch wenn das nur 40, 50 Gramm sind am Tag, so Leinsamen, die haben ja schon, wenn ich 3 Löffel Leinsamen reinmache, das ist ja 30 Gramm, da habe ich dann schon 25 Gramm Fett. Das ist also eine unheimliche Menge und wenn dann noch ein paar Nüsse dazukommen, eine Paranuss, 1 oder 2 und ein paar Haselnüsse, ja, dann braucht man sich gar nicht mehr um die Gewichtszunahme weiter zu kümmern. Und so ist das ja hier auch passiert. Ich habe also abgenommen bis auf 83 Kilo runter und bin dann vegan auf 93 hochgeklettert. Nur dazu durch solche kleinen Sachen wie also Nüsse, wie also mal eine Avocado, wie auch mal ein Schuss Mayonnaise in die Soße. Ja, also und damit wird es Schluss. Jetzt geht es nur noch absolut fettfrei. Und ich frage mich, ob jetzt dieses Fettfrei alleine also auch schon dazu führt, dass ich hier Gewicht reduziere. Rein rechnerisch könnte das hinkommen. Andererseits irritiert mich das zum Beispiel, die DEG, die empfehlen also bei den Kalorien, dass man 30% pro Tag der Kalorien an Fett aufnehmen soll und da komme ich bei weitem nicht hin. Gut, die gehen jetzt vielleicht von irgendwelchen Normalgewichtigen aus, die dann BMI von 21 haben und genügend Bewegung haben und die sollen vielleicht 30% Fett nehmen, aber ich sag mal, wenn ich 30% Fett nehme, dann wird das Gleiche eingesetzt und Fett gesetzt, weil ich jetzt auch nicht so viel Bewegung habe, im Winter vor allen Dingen auch nicht. Und von daher bin ich jetzt also mal gespannt, ob das Gewicht runtergeht. Rein rechnerisch sagte ich schon, ich habe so bei mir im Durchschnitt, ich schreibe das jetzt nicht jeden Tag auf, die Gramm an Fettkalorien, die ich zu mir nehme, aber wenn ich pro Tag so ungefähr
über den Daumen grob so 50 Gramm Fett aufgenommen habe, dann sind das ja auch 450 Kalorien, wenn ich immer 9 nehme. Und ja, pro Tag 400, 500 Kalorien zusätzlich, die man quasi nicht verbrennt, die schlagen sich natürlich dann auch in Form von Kilos nieder. Und wenn ich darauf verzichte, müsste das halt nicht bedeuten, dass ich ein Pfund, ein Pfund pro Woche ungefähr abnehme. Er, er, er spricht von 7 Kilo in 12 Wochen. Das wären also 14 Pfund. Also fast ein Pfund pro Woche. Und das könnte vielleicht hinkommen. Und wenn das klappt, ich werde das jetzt mal versuchen durchzuhalten bis zum Mai und bis zum Juli. Aber ich habe überlegt, dass wenn ich habe jetzt 92, 93 Kilo und die letzte Messung am Freitag war 91,2. Und wenn ich jetzt das weitermache eine Woche, dann sollte ich dann so irgendwann bei den 90 sein und dann bei den 80ern und so weiter. Und die 12 Wochen, die habe ich also am 3. Mai um. Und dann kann ich in eine erste Bilanz ziehen. Und wenn ich dann nochmal 12 Wochen dranhänge, das wäre dann Ende Juli, dann hätte ich tatsächlich die 70er-Marke auch noch geknackt. Das ist so die magische Grenze bei mir. So. Früher war es die 100er-Grenze und die 90er und jetzt ist es bei mir die 80er und die 70er-Grenze, dass ich also versuche, auf die 80 Kilo zu kommen und wenn ich die dann habe, runterzukommen auf 85, 83 und dann auf den 70er-Bereich. Der 70er-Bereich wäre mein Idealgewicht, so wie man das früher gesagt hat. Also Körpergröße minus 10% in Kilo, minus 100 natürlich. Und ja, also dann müsste ich auch einen guten BMI haben, dann müsste auch der Cholesterinspiegel runtergehen und der Blutdruck sowieso. Also wenn es mir gelingt, von 92 jetzt runterzukommen auf 82 und dann vielleicht sogar auf 72, dann könnte ich damit, also bei 10 Kilo würde ich erstmal schon mal 20 Milligramm an Cholesterin absenken, sagt Bernhard. Also ein Pfund pro Pfund würde das Cholesterin um 1 Milligramm zurückgehen. Das wären dann also 20 Punkte bei 10 Kilo. Ich weiß nicht genau, wo ich jetzt stand. Also vor ein paar Jahren lag ich da so bei 220, 230. Also da war ich noch Omnivorer. Und jetzt als Veganer habe ich jetzt 2 Jahre nicht gemessen. Der sollte eigentlich schon runter sein. Ich vermute, dass ich jetzt so unter 200 bin. Und wenn ich dann nochmal 20 davon abnehme und dann nochmal 20, dann wären das so 40, dann müsste ich schon bei 160 ungefähr liegen. 150, das wäre dann schon so der optimale, da bin ich im optimalen Bereich. Und vielleicht vor Herzinfarkt und so weiter geschützt. Was ich natürlich nicht weiß, ist, inwieweit jetzt hier meine Arterien schon verkrankt sind, inwieweit meine Arterien mit Fett vollgelagert sind und inwieweit also der Körper schon ruiniert wurde. Ja, also das war das Thema Cholesterin. Der zweite Punkt ist das Thema Blutdruck. Der Blutdruck ist auch immer hier zu hoch. Und da sollte 1 Kilo, wie war das, 1 Kilo
10 Kilo, glaube ich, geben dann auch so 1 bis 2 Punkte. Also das sind dann 10 bis 20, die dann runtergehen. Und 10 bis 20. Und wenn ich jetzt 10 Kilo abnehme, müsste der Blutdruck dann quasi so bei 130 bei mir liegen. Jetzt liegt er vermutlich so bei 150, 160. Und nochmal 10 Kilo, dann bin ich bei 110. Das wäre also optimal. Das wäre optimal und dazu bräuchte ich quasi ein Jahr. Oder sagen wir mal, nach der Rechnung von dem Dr. Bernhard, also 2 mal 12 Wochen. Ich sag mal, die ersten 12 Wochen bringen vielleicht am meisten. Er spricht von 7 Kilo. Naja, und dann nimmt man vielleicht nachher auch langsamer ab. Dann muss ich das mit Bewegung kombinieren und dann wird man mal sehen. Ziel ist, dass ich quasi mich daran gewöhne, quasi fettfrei mich zu ernähren. Und später werde ich dann wieder so 1 Löffel oder 2 Löffel langsam dazu nehmen. Wenn man natürlich Nüsse und Mayonnaise und sowas alles sowieso schon zu sich nimmt und dann noch obendrein den Leinsamen, das ist dann zu viel. Ja, also das mal zu meiner Experimentierwoche. Wie gesagt, ich bin jetzt in der 2. Woche. Und ja, Ende März habe ich sozusagen die 6 Wochen um. Und im Mai bin ich dann in den 12 Wochen, habe ich die ersten 12 Wochen geschafft. Und dann sollte ich im 80er Bereich sein. Ich schätze dann vielleicht so bei 88, 87. Ich weiß nicht genau. Das kommt da vielleicht auch davon an, hängt auch davon ab, wie viel Bewegung ich damit kombiniere und reinbringe, um das miteinander zu kombinieren und da so einen Doppeleffekt zu erzielen. Es ist regelmäßig so, dass ich also im Winter da enorm zunehme und auch in diesem Winter, ich bin auch total abgebaut, auch von der Fitness. Letztes Jahr habe ich gut gearbeitet an der Fitness und davor das Jahr, aber jetzt im Winter und dann durch die Videomacherei und so sitze ich auch sehr viel, sodass ich also auch nicht mehr die nötige Bewegung habe. Das soll jetzt anders werden in 19. Das wird anders werden. Ja, das also mal zu dem Thema Experiment. Experiment 2, 2. Woche. Am Freitag ist die 2. Woche vorüber. Dann werde ich mich wieder auf die Waage stellen und dann kommt die 3. Woche. Ja, soweit dazu. An meiner Anschaffungsfront favorisiere ich momentan wieder das H2.1 von Zoom. Da habe ich gerade wieder ein Tutorial gesehen und also es ist verrückt, wenn ich das Tutorial das eine sehe, dann bin ich davon begeistert und wenn ich das andere sehe, dann finde ich das toll und so schwanke ich hin und her. Immer steht mal wieder so ein anderer Fokus im Blickfeld und ja, was mir natürlich auch noch Sorgen macht ein bisschen, ist natürlich die Bedienung, ob ich damit klarkomme, wie das Gerät funktioniert und so. Zumal wenn die Bedienung jetzt komplett auf Englisch ist. Aber jetzt nach dem Tutorial traue ich mir zu, das in den Griff zu bekommen und ich hoffe auch, dass ich das dann einen besseren Ton habe. Ein besserer Ton setzt natürlich voraus, dass ich auch deutlicher spreche, langsamer spreche und dass ich betonter spreche
und dass ich nicht mehr so viel Schmerzer drin habe, sondern dass ich diese Nebengeräusche dann irgendwie unterdrücke, was natürlich besser geht, wenn man das Ganze abliest, aber soweit sind wir noch nicht. Ja, der Ton ist jetzt eigentlich auch schon gut. Ich habe jetzt momentan natürlich wieder das Lavalier-Mikrofon umhängen und ich nehme jetzt wieder mit der China-Kamera, mit der Preiswerten ein. Und ich habe dann noch keinen Weißabgleich gemacht, das könnte ich vielleicht auch mal machen, dann wird der Ton vielleicht noch besser. Ja, ich habe heute lang geschlafen, heute ist natürlich der 18., hatte ich das schon gesagt, der 18.02.2019, ein Montag und ja, heute habe ich lang geschlafen bis 10:30 Uhr und weil ich die Nacht wieder so lange da einen Film sehen musste, also die Nacht kam um 1:30 Uhr, kam ein Film, der nannte sich Betrug. Das war so eine Realreportage oder so. Und die erzählte von einer Kindertagesstätte, von einem Kinderhaus in einem Münchner Nobelviertel, Schwabing, wo dann so, ja, die Mittelschicht, die gut situierte Mittelschicht, da so ein Haus, so ein Paradies für Kinder da entworfen hatte und für sich realisierte. Und die nahmen dann da so Kinder auf und dann bewarb sich da einer und der hat die gnadenlos abgezockt. Und sprach dann anschließend auch noch sehr reflektiert über seine Taten. Und gab natürlich auch die Schuld zu, dass er selber schuld sei und so weiter. Also der Film hinterließ schon so, einerseits hat man sich über die Naivität gewundert, mit der da so alle unterwegs waren. Andererseits hat man in dem Film sehr schön so gegeneinander gestellt. Man hatte fast den Eindruck, die reden miteinander. Also, ich weiß nicht, ob da genau Fragen waren, jedenfalls der Täter, der erzählte etwas und dann kamen die Opfer zu Wort und ich weiß nicht, ob die Opfer das dann zum ersten Mal gehört haben. Jedenfalls, einige waren wütend, andere nicht, andere zeigten Verständnis. Der Täter hat die Gruppe auch klar analysiert. Er kam aus der DDR und der hatte da auch keine Hemmungen, die gegeneinander auszuspielen. War also in diesem Sinne schon sehr funktionell, wie man das ja so von Betrügern erwartet. Ne? Betrüger sind vielleicht die intelligentesten Kriminellen überhaupt und die dann versuchen, die Leute auch zu überreden, zu bereden, zu manipulieren und die sich dann auch daraus dann so ein Hochgefühl für sich selber ziehen. Also dieses Kinderhaus, das hat also Rücklagen gebildet mit der Zeit, so von 250.000 bis 300.000 Euro. Die wollten auch noch so einen Erweiterungsbau machen und er hat sich da, dieser Täter, dieser Betrüger, hat sich da in den Vorstand wählen lassen und darauf abgezielt, in den Vorstand hineinzukommen. Und hat behauptet, er hätte BWL studiert, weil man das nicht so richtig nachweisen konnte. Und die anderen, das waren also Künstler und Schöngeister und so weiter. Und bei denen kam er also mit seinen kaufmännischen Kenntnissen rudimentär durch.
Ich glaube, er war bei der Versicherung vorher und von daher konnte er schon mal reden und die Leute belügen und das hatte er drauf. Und das hat er dann auch dort angewendet und wurde dann tatsächlich auch in den Vorstand gewählt. Und da hatte er dann Zugang zu, war dann eine Art Kassenwart. Und als Kassenwart hatte dann selber in die Kasse gegriffen und dann da ja unvorstellbare Sachen und Dinge angestellt, wo man nur sagt, wie kann man nur? Also er hatte dann das Bedürfnis, da tolle Autos sich zu leihen und dann da mal Edelprostituierte zu kaufen und so einmal im Leben sozusagen. Da hat er einmal im Leben so den großen Maxen gespielt, ein Jahr so den großen Hochstapler, den Mann von Welt und davon zehrt er wahrscheinlich den Rest seines Lebens und davon hat er wohl auch in der Gefängniszeit gezehrt. Er hat 30 Monate dafür bekommen. Und naja, ich sag mal, er hat keinen geschädigt. Ne? Der Verein hat zwar Schaden genommen, aber die Leute jetzt, die das aufgebracht haben, ja, die haben dann eine neue Spendenaktion gemacht und da ist wieder was los. Eine neue Spendenaktion und dann kam wieder 90.000 und der Betrieb des Hauses ging dann weiter. Also, da die alle gut betucht waren, war das für die überhaupt keine keine existenzielle Gefahr. Natürlich hatten sie einen Verlust, aber der Verlust war ja sowieso schon. Wenn ich da, ich sag mal, jeden Monat da 1.000 Euro zahle für den Platz, dann ist das Geld ja weg. Und wenn das Geld dann aus der Kasse verschwindet, dann hat zwar jeder Einzelne daran irgendwie Anteil, aber die wussten sowieso gar nicht, wie viel Geld da genau so drin war. Und von daher hatte er jetzt keinen Einzelnen geschädigt, aber den Verein natürlich als solches und ja, auch für sowas für ein Quatsch. Man fragt sich, wieso hat einer jetzt ein Bedürfnis, da mit dem Ferrari vorzufahren und erzählt dann da irgendwas von seinen reichen Schwiegereltern und so und spielt so den Erfolgreichen, den Neureichen und Erfolgreichen. Und die anderen, die finden das dann ja amüsant, belustigend. Und dann haben sie so dann haben sie so Bilder eingeblendet von den Partys und der hat dann die Leute auch zu sich nach Hause geladen. Eigentlich lebte er von Arbeitslosenhilfe, aber was ein bisschen außen vor blieb, war natürlich seine Frau und auch sein Kind. Dadurch, das Kind war sozusagen der Türöffner, dadurch, dass er da überhaupt aufgenommen wurde in den Verein. Er hat dort die Mitleidmasche benutzt, also er hatte einen behinderten Sohn und hat dann da so die Geschichte davon erzählt, wie es dazu gekommen ist. Und das hat dann auch alle gerührt und dann dazu geführt, dass sie ihn aufgenommen haben. So kam man also da überhaupt rein. Ja, also merkwürdige Leute gibt es. Merkwürdig, merkwürdig. Und auch fremde Leute, also
Das sind Leute, da kriegt einer eine Chance. Er hatte eine Chance bekommen und die erste Lüge war also da mit dem BWL-Studium. Ja. Ja, jetzt geht mir langsam der Gesprächsstoff aus. Zeit auch wieder Schluss zu machen. Ich fahre nochmal die Kamera ran. So, also, was gibt es noch zu sagen? Heute liegt noch an, ich habe ja heute schon ein bisschen Hauspuss gehalten, die Küche geputzt, aufgeräumt. Es liegt noch ein Einkauf an. Und ja, einkaufen möchte ich Rotkohl. Dann brauche ich natürlich auch Bananen. Vielleicht auch noch einen Rosenkohl. Die 3 Sachen, glaube ich. Rosenkohl, Rotkohl und Bananen. Und vielleicht auch noch neue Erbsen in Dosen. Ja, und vielleicht auch eine neue Sojamilch. Weil die ist auch bald alle. Und das war's dann auch schon. Dann liegt vielleicht heute auch noch an Ergometertraining. Gestern habe ich ausfallen lassen. Vorige Woche habe ich zumindest 2-mal Ergometer gemacht. Und zwar eine Düsselrunde, also eine 5-Kilometer-Runde. Und dann war ich auch noch 2-mal so eine nette Runde, nenne ich das. Das sind dann auch so 3-4 Kilometer. Also eigentlich bin ich letzte Woche viel gegangen. Ja, und das sollte jetzt auch in dieser Woche wieder der Fall sein. Und damit sollte ich auch heute anfangen. Okay Leute, das war's von hier. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.